Hallo liebe Freunde, Fans von Alphaville. Mein Name ist Marian Gold und ich bin der Sänger der Band und werde diese beiden wunderbaren Produkte für euch mal auspacken. Hallo Freunde, liebe Fans von Alphaville. Mein Name ist Bernhard Lloyd. Ich bin hier mit den remasterten Alben von Alphaville aus den 90er Jahren, Prostitute und Salvation. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung und gehen nach 1997. Salvation, also bei dem Titel kann man sich eigentlich nichts Böses denken und ist eigentlich auch das Konzept dieses Albums gewesen. Nach vielen inneren Konflikten haben wir uns nochmal aufgerafft und dieses Album fertiggestellt. Und es ist tatsächlich so eine Art Heilung, so eine Art Zusammenkommen aller Gegensätze, die sich dann doch irgendwie auflösen und sich in künstlerischer Hinsicht entfalten als wunderschöne Stücke. Auch Salvation hat es damals in den 90er Jahren nicht als Vinyl gegeben. Das Artwork für dieses Album, also das fotografische Artwork für dieses Album, ist von einem ganz tollen deutschen Fotografen gemacht worden, Albrecht Fuchs. Und wir hatten eine sehr spannende Fotosession damals in London, sind zu unseren ganzen Lieblingsplätzen da gegangen und haben dann irgendwann einen ziemlichen Absturz in der Bohem Bar erlebt, aber das ist auf Fotos dann nicht mehr festgehalten worden. Auf alle Fälle alles Salvation. Salvation hatte damals nicht ganz die Spielzeit von Prostitute, aber war auch wesentlich länger, als es auf ein normales Vinyl-Album gepasst hätte. Auf zwei Vinyls verteilt, genauso wie Prostitute. Auch wieder in schöner 180 Gramm sind das. 180 Gramm Vinyl, also es liegt wie eine Bombe irgendwie auf dem Plattenteller. Jeweils mit optimalen 20 Minuten Spielzeit ungefähr pro Vinyl. Da hatten wir dann auf der vierten Seite noch etwas Platz und haben da noch 3 Tracks drauf gemacht, nämlich den Wishful Thinking Single Mix, der damals als Single erschienen ist, die B-Seite, Life is King. Bei Prostitute hatten wir bei den beiden Singles, die ja nicht auf Vinyl erschienen sind und insofern hatten wir auch keine B-Seiten. Bei Salvation haben wir dann für Wishful Thinking sozusagen wieder eine B-Seite produziert, Life is King, was eben nicht auf dem normalen Album drauf war, und die nie erschienene Flame-Single-Version, die es damals irgendwie nicht ans Licht der Öffentlichkeit geschafft hat. Die ist jetzt hier auch auf dem Vinyl drauf. Das heißt, das originale Album plus auf der vierten Seite 3 extra Tracks. Wieder das Artwork, zusätzliches Artwork, was vorher in dem Booklet noch nicht enthalten war. Auch mit jeder Menge zusätzlichen Fotos. Also ich finde es echt ein Knaller. Also beide Artworks haben wir zusammen mit Ulf Meyer zu Küngendorf gemacht, derjenige, der eigentlich alles Artwork, was wir in den ersten 15, 20 Jahren unseres Bestehens irgendwie gemacht haben, mitproduziert hat und der diesmal auch wieder voll zum Zug gekommen ist. Das ist das Booklet, auch schön groß, Texte, viele Bilder. Ich zeige das mal. Das ist wirklich sehr gelungen. Auch wieder alle Texte, technische Angaben und auch wieder 2 Kommentare von Bernd und mir zur Geschichte dieses Albums und was uns da so an Gedanken nachträglich noch eingefallen sind. Ich habe versucht, die technischen Seiten zusammenzufassen, weil Salvation völlig anders entstanden ist als Prostitute. Also Prostitute, wie eben schon gesagt, sozusagen auf dem Höhepunkt der Analogtechnik, aber gleichzeitig auch auf dem Endpunkt. Und Salvation war das erste Album, was wir im Prinzip
in the box angefangen haben zu produzieren, also wo keine Bandmaschine mehr am Start war, sondern alles im Computer letztendlich direkt aufgenommen wurde und auch im Computer gemischt. Die CD hat wiederum sehr, sehr viele zusätzliche Tracks, also noch wesentlich mehr als bei Prostitute, und ist tatsächlich sehr, sehr interessant aus diesem Grund. Da ist aus einer einfachen CD eine Dreifach-CD geworden durch das Remastering, weil wir tatsächlich sämtliche Demos von Salvation gefunden haben. So gibt es von jedem Song von Salvation gibt's ein Demo, das auch remastert ist, und auch hier auf der dritten CD sind alle Demos drauf, plus noch ein paar zusätzliche Mixe. Es gab für Salvation eine Menge Mixe, die tatsächlich nie veröffentlicht worden sind. Das ist die CD3 mit den Demos, das ist die CD2 mit einer Menge Remixen von Wishful Thinking, insbesondere auch von Flame, die zum größten Teil noch nie einer gehört hat, außer uns selber. Wobei ich sagen muss, dass ich sogar einen Mix entdeckt habe, den ich selber noch nie gehört hatte vorher. Also jeweils 16 bzw. 17 Songs auf diesen CDs. Auf CD1 ist das originale Album drauf. Und natürlich auch ein Booklet. Nicht ganz so umfangreich und natürlich vor allen Dingen nicht so groß wie das bei der Vinyl, aber auch total schön designt von Ulf Meyer zu Kühlendorf. Ich denke, dass diese beiden Alben sind irgendwie eine Investition, die man sich leisten sollte, wenn man etwas über Alpha will und über die Zeit erfahren will. Wir sind eine Band, die gibt es seit 40 Jahren, wir haben eine Menge zu erzählen, und mindestens die Hälfte davon wird auf diesen beiden Alben erzählt. Ich denke, das würde ein großer Spaß werden, wenn er da mal reinhört. Dankeschön.